Hallo, von mir gibt es heute wieder ein Nageldesign-Video und die Grundfarben habe ich schon mal aufgetragen. Das ist einmal dieses Schwarz hier von Passione und für den kleinen Finger habe ich den hier genommen. Das ist die Nummer 52. Und das ist so ein ganz schönes dunkel-lila und ich wollte zu dem Design irgendwie noch so einen kleinen anderen Farbklecks kombinieren und da fand ich, dass das richtig schön dazu gepasst hat. Deswegen ist die Wahl auf den gefallen. Ich werde jetzt erstmal die Schwitzschicht abcleanern. Als nächstes geht es dann weiter mit diesem Holo-Pigment und da trage ich jetzt als erstes den Topcoat auf. Wenn ich dann 10 Jahre später den Topcoat ordnungsgemäß aufgetragen habe, sodass der schön glatt sich über den ganzen Nagel verteilt hat, dann geht er erstmal so 25 bis 30 Sekunden in die Lampe. Ich cleaner dann jetzt erstmal den Nagel, nachdem er aus der Lampe gekommen ist. Und dann kann ich jetzt das Pigment auftragen. Und das ist das Ergebnis und ich finde das einfach so schön. Ja, das kommt jetzt noch auf den Mittelfinger und wenn ich das gemacht habe, dann bin ich gleich wieder zurück. Hier unten an der Spitze raue ich jetzt so ein bisschen an, damit dann der Topcoat dort besser haften kann, weil mein neuer jetzt, der platzt ab über Pigment und ich hatte das letztens ja auch schon mal ausprobiert gehabt, ob das dann so hält, weil da hatte ich ja beim letzten Design eben auch Pigment benutzt und das hat gut gehalten. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass das ja so gut funktioniert mit dem Topcoat. Weil ich hatte davor einen, der ist da nie abgeplatzt, da musste ich gar nichts machen. Aber der neue jetzt hält sich nie ganz so gut auf Pigment, deswegen raue ich das eben unten an der Kante an und pinsel jetzt hier so ein bisschen den Staub weg und gehe auch noch mal hier in die Seiten, um das überschüssige Puder gleich noch mit zu entfernen. Ich versiegel jetzt noch mal einmal dünn über das Pigment drüber, weil ich will jetzt auch kleinen Pinsel schwingen. Und da will ich vorsichtshalber drüber versiegeln, falls jetzt irgendwas schief geht, dass ich da korrigieren kann. Weiter geht's jetzt mit so einem Feinliner-Pinsel und ich habe mir hier von diesem Lack einfach so einen kleinen Klecks hier auf mein Papier gemacht. Und da kann ich dann so richtig schön mit dem Pinsel hier rein. Ich drehe den beim Rausziehen immer noch so ein bisschen. Und dann bildet sich so eine richtig schöne Spitze. Und damit möchte ich jetzt erstmal anfangen, mein Muster zu malen. Ich habe das jetzt aushärten lassen und werde das jetzt cleanern. Ich musste mich so ein kleines bisschen beeilen jetzt beim Malen, weil die Farbe hat sich irgendwie so ein bisschen zusammengezogen, weil ich hier ja nie mattiert habe und da sind die Ränder so ein bisschen krisselig geworden, wie ich es jetzt mal nenne.
Ich wüsste zwar jetzt nie, dass mir das bei der anderen Hand passiert wäre. Dort habe ich es ja genauso gemacht. Aber im Großen und Ganzen bietet sich eigentlich immer an, vorher, wenn man malen will, erstmal die Oberfläche so ein bisschen zu mattieren. Aber es ist jetzt nie ganz so schlimm. Ich habe das so gut wie möglich jetzt an den Kanten nochmal nachgezogen und dann gleich husch rein und aushärten. Aber das ist wie gesagt nie ganz so schlimm, weil es wird dann sowieso nicht mehr großartig auffallen. Und als nächstes kommt jetzt dieser Lack von Rockstar Nails. Und das ist so ein richtig schönes Goldglitzer. Und den verteile ich jetzt ganz dünn in 2 Schichten über dem Grau. Hier sind jetzt die 2 Schichten und um die Oberfläche jetzt so ein bisschen zu ebnen, werde ich jetzt einmal drüber versiegeln und dann geht es weiter mit dem nächsten Step. Jetzt verwende ich noch diese 2 Painting-Gele, das ist einmal schwarz und einmal weiß und die habe ich auch schon ewig und die funktionieren immer noch super. Das Einzige ist, wenn man die jetzt lange nicht benutzt hat, dann bietet sich auf jeden Fall an, die mal richtig ordentlich zu schütteln und auch so ein bisschen die Tube zu kneten und dann noch mal ein bisschen schütteln und kneten und damit sich einfach hier, im Fall sich da irgendwie da Pigmente und Gel und Öl ist hier, glaube ich, sogar auch noch mit drin, getrennt haben, dann kann man das einfach wieder so ein bisschen schön vermischen, damit das jetzt eben auch eine einheitliche Paste ist, die hier rauskommt. Dann mache ich mir hier wieder meine kleinen Kleckse. Ja, wie gesagt, die sind... Oh nee, das ist das Einzigste, was wirklich manchmal passiert. Erst kommt gar nichts und dann auf einmal quetscht man viel zu viel raus. Das ist immer ein bisschen doof, aber trotzdem, ich habe die schon ewig und ich habe die wirklich schon oft benutzt. Die sind sehr ergiebig. Und ja gut, das Weiß brauche ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Dann kommt ein Pinsel. Habe ich jetzt einmal einen für Weiß eben und ein für Schwarz. Hier mache ich das jetzt genauso. Ich tunke den Pinsel in die Farbe ein und beim Rausziehen drehe ich den so ein bisschen, dass der eine schöne Spitze kriegt. Und dann dipse ich einfach mit der Spitze noch mal so ein bisschen in die Farbe. Und da habe ich dann vorne halt so einen kleinen Plops. Und damit möchte ich jetzt hier Linien ziehen, die das Muster einfach so ein bisschen umspielen. Und ja, dafür muss ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Deswegen werde ich jetzt nie großartig irgendwas erzählen. Und ihr könnt einfach dabei zuschauen. Ich werde das, denke ich mal, so ein bisschen vorspulen. Aber an sich lasse ich mir dafür richtig schön viel Zeit. Mache das Ganze in Ruhe. Und genau, würde jetzt einfach mal anfangen. So werde ich das Schwarz jetzt erstmal lassen und wenn es mir dann noch nicht reicht, kann ich später auch noch was hinterher. Aber ich finde, das sieht so jetzt erstmal schon ganz gut aus und ein bisschen Platz fürs Weiß muss ich ja auch noch lassen.
Und das kommt jetzt erstmal in die Lampe. So sieht das Zwischenergebnis jetzt erstmal auf beiden Fingern aus und man könnte das auch schon so lassen. Das finde ich auch schon recht cool. Ich will aber noch so ein paar weiße Akzente gerne setzen. Und ich habe das jetzt auch 2 Minuten direkt komplett aushärten lassen, damit, falls jetzt irgendwas schief geht mit dem Weiß, ich da eben wieder einfach korrigieren kann und jetzt nie irgendwie mir noch was mit runternehme von dem Schwarz. Und jetzt suche ich meinen weißen Pinsel, den ich eigentlich ja gerade schon hatte. Hier ist er. Und da wird jetzt eben wieder eingetunkt und gedreht. Und dann setze ich jetzt eben noch so ein paar weiße Akzente hier und da. Ich bin jetzt fertig mit Malen und so sieht das jetzt erstmal aus. Oder was heißt erstmal? Die Finger sind jetzt fertig. Ich werde die dann nur noch versiegeln und auf die zwei wollte ich noch so einen kleinen Akzent setzen. Da kommt immer diese Form auf den Ringfinger und diese eckige, will ich jetzt gleich noch auf den Daumen machen. Versiegel dann alles und zeige euch dann abschließend nochmal das fertige Ergebnis. So, jetzt bin ich wieder zurück und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Und ja, also das Holo-Design gefällt mir wirklich gut. Und die Kombination mit dem Glitzer finde ich halt auch irgendwie ganz süß. Und ja, das Muster gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Da kann man wirklich ganz individuell gestalten, wie man will, auch in ganz anderen Farben zum Beispiel. Aber ja, so ein gestreiftes Muster finde ich irgendwie immer ganz schick. Und ja, wie gesagt, ich habe auf den Ringfinger hier eben so ein Förmchen drauf gemacht und auf den Daumen. Einfach so als kleinen Akzent. Und auf dem kleinen Finger hatte ich eben dieses Dunkellila kombiniert. Und ich fand, dass das farblich schön zum Design gepasst hat. Ich wollte jetzt nämlich nie dieses Muster hier auf alle Nägel machen. Kann man natürlich auch gerne. Aber ja, mir reicht das jetzt so. Und ja, vielleicht ist das ja eine kleine Inspiration für euch und eure nächsten Nägel. An dieser Stelle möchte ich mich dann jetzt erstmal verabschieden und bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.